wir gerade am richtigen Ort. Ich war gerade dabei, darüber zu sprechen, dass ich früher überzeugt davon war, dass ich etwas lernen muss. Ja, also ich muss lernen, wie man sich richtig herrichtet, wie man sich richtig schminkt, wie man sich richtig anzieht. Und war eine Zeit lang recht verzweifelt, dass ich konnte das irgendwie nicht. Ja? Also ich konnte mich damit nicht beschäftigen, so wie andere Frauen, die schauen, wie man sich tolle Haare macht und all das Zeug halt. So, und ich werde ein bisschen umschalten, ich spreche, da sind wir gerade. Und während ich lange Zeit gedacht habe, dass das ein Problem ist, dass ich etwas nicht kann und etwas nicht checke. Ich checke einfach nicht, wie man hier eine richtige Frau ist. Ja. So, mittlerweile bin ich richtig glücklich drüber, dass ich das nicht konnte, egal was ich gemacht habe. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe es versucht, aber hat nicht funktioniert, weil ich jetzt verstanden habe, im Nachhinein erst, dass es eigentlich mich davor bewahrt hat, noch tiefer in meine Rolle reinzukommen. Weil wir so gern von den Rollen reden. Was sind Rollen und wie kommt man aus den Rollen raus? Und das, wofür ich quasi andere Frauen früher bewundert habe, habe ich danach verstanden, dass das eigentlich genau das ist, wo ich heraus möchte. Ich habe einfach beschlossen, dazu zu stehen. Man sieht, wenn ich müde bin, man sieht, wenn ich Augenringe habe, wenn ich irgendwas habe, was auch immer ich im Gesicht habe, ist ein Ausdruck von meinem, da ist ein schöner Strauch, ein Ausdruck meiner Transformation, meiner Entwicklung, meines Weges, der durchaus sehr anstrengend immer wieder ist. Und somit habe ich jetzt ein Verständnis dafür, dass es eigentlich meinem eigenen tiefen Wunsch entspricht, dass ich da nicht mitmachen konnte, ja, weil ich somit noch tiefer in die Rolle eingetaucht wäre. Und ich habe es vielleicht ein bisschen einfach, aber auch nicht, weil es hat mich immer schwer erstaunt, warum die Männer, was war der attraktive Mann, war der sportlich ist. Die sind auf jeden Fall auf eine Art und Weise, wie Frauen die Männer haben wollen, und der entspricht dann halt dem sportlichen Typ oder entspricht dem intellektuellen Typ oder dem künstlerischen Typ oder was auch immer. Und die versuchen dann halt irgendeinen Typen zu mimen. Das ist halt die Rolle der Männer, und das hat mich wirklich nie interessiert. So. Und ich habe nie darunter gelitten. Mein Problem war eher, dass ich mich darüber geärgert habe, über dieses Spiel zwischen Mann und Frau. Das war halt meines. Und das war dann meine Erkenntnis im Laufe meines Lebens, dass alle halt hier eine Rolle spielen. Dazu musste ich erst meine Rolle erkennen. Und es ist halt die Rolle, denn es anfängt mit den Rollen der Menschen, ist auch eine Rolle. Also musste ich zuerst einen anderen Ort finden. Die meisten wollen irgendwie ein Problem verbessern, und das interessiert mich wiederum nicht. Ja. Also dass ich dazu sagen hätte, ist was ich zumindest für mich erkannt habe und wir für uns, was es bedeutet, vollkommen aus einer Rolle auszusteigen. Und darum machen wir jetzt, was wir machen. Die Konklusion ist, bis jetzt, es wollte niemand den ganzen Weg gehen. Das ist das, was bis jetzt dabei rausgekommen ist. Und deswegen braucht es hier was Neues. Das ist es. So. Wir haben gesagt, das ist wie ein Hochhaus, und wir sagen, da oben ist das Dach, ja, dort wollen wir rauf. Dort. Und dann gibt es Leute, die fahren gleich einmal in den Keller runter. Und dann gibt es welche, die fahren bis zum ersten Stock, und dann gibt es welche, die fahren bis zum dritten Stock. Also nur das Dach, da müsste man bis zum 50. Stock rauffahren. Wir sagen, im dritten Stock, wow, jetzt geht es uns schon besser in der Beziehung. Jetzt haben wir schon manchmal miteinander gekocht, und wir gehen einmal die Woche miteinander essen und reden 10 Minuten miteinander. Ist schon 3. Stock, ja, sagen wir, steigen wir ein bisschen aus. Manche fahren in den 10. Stock, das ist aber dann schon ganz weit oben, und sagen, da ist ein schönes Swimmingpool. Da steigen wir, da legen wir uns ein bisschen hin, ja. Und wenn wir dann sagen, okay Leute, bitte macht's weiter, ja, weil wenn es euch jetzt ausrutscht, dann passiert wieder nichts. Ja, wir rufen dann wieder an später. Genau, weil wir brauchen ein bisschen eine Pause, jetzt sind wir mal schon zufrieden, ja. Ja, weil die Rolle ist selbsterhaltend, das haben wir entdeckt. Es gibt ja sowas wie Gruppenenergien oder Kollektivenergien, oder wir sagen halt, es gibt kulturelle Unterschiede, aber
Was heißt kulturelle Unterschiede? Es sind Energien, wo eine Gruppe von Menschen gleichgeschaltet ist, während sie trotzdem individuell sind. Und dann sind halt die Motorradfahrer und die Fahrradfahrer und die Veganen und die Rechten und die Linken sind einfach dann auf einer Ebene gleichgeschaltet. Selbst wenn sie am Ende des Tages miteinander in Konkurrenz sind. Das ist zumindest das, was wir hier beobachten, und jeder von uns weiß das. Und jeder von uns weiß das, wenn er irgendwie eine Selbstehrlichkeit hat oder Selbsterkenntnis hat, dann würde das jeder hier in irgendeiner Art und Weise wissen, wenn er wollte. Genau, für den Anfang wäre es mal ein guter Start, mal überhaupt zu erkennen, welche Rolle bin ich. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die glauben sich das ja. Die glauben sich ihre Rolle. Die würden dann fix und fest sagen, ja, aber das ist mein Charakter oder das ist mein Wesen oder so bin ich halt. Also die meisten würden ihre Rolle verteidigen, weil sie nicht einmal wissen, nicht mal das Bewusstsein darüber haben, dass es eine Rolle ist. Die sagen, so bin ich bin halt, keine Ahnung, ich trinke halt gern Rotwein oder ich esse halt gern Fleisch oder so. Früher wollten wir vielleicht noch irgendwelche von diesen Rollen, von diesen ganz tiefen Rollen überzeugen, und das war dann unsere Rolle, dass wir überzeugen wollen, und das wollen wir nicht mehr. Wir haben dahinter weder ein Ziel oder etwas, was wir erreichen wollen, sondern wir sagen einfach, was wir sagen. Und ich glaube sehr wohl, also ich bin überzeugt davon, dass es sehr viele gibt, die das deswegen schon interessieren, weil sie ja selber keine Antwort haben, wie es weitergeht. Weil wir bei unserem Mietauto stehen. Wir haben nicht einmal die Rolle, der Mann ist der immer Auto fahren will. Bei mir ist es wurscht, das Autofahren. Und noch, ich lasse meistens meine Frau fahren. Und jetzt aber, wenn meine Frau filmt, noch zum Thema Auto, ja, das ist unser Auto. Fahre ich halt Auto und entscheiden wir uns, meine Frau fährt oder ich fahre. Wir halten uns nicht auf mit solchen Diskussionen. Das stimmt, ja. Ich fahre eigentlich meistens, aber jetzt filme ich. Oder systemisch gesehen stehe ich rechts von der Frau. Ja, oder links. Stehe ich links von der Böse. Frau. Und wenn ich links stehe, bin ich ein Lulu. Und jetzt bist du ein Mann. Wenn ich rechts stehe, dann bin ich ein So, jetzt kann ich Mann. dich wieder ernst nehmen. Jetzt genau. Bist du ein Mann. Also. Und ich habe außerdem diese saubillige Sonnenbrille auf, diese urbeinliche. Ich habe die deswegen, weil ich halt nicht schauen kann. Ist auch peinlich. Ist auch nicht